Q&A Time, Q&A Time. Okay, Leute, hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte wissen, ob ihr noch Fragen habt zum Thema Auswandern. Da es mehr Fragen gibt, als ich hier beantworten kann, werde ich die restlichen Fragen in Instagram beantworten. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Ich habe aber natürlich vollstes Verständnis dafür, wenn ihr kein Instagram habt, keins haben wollt oder mir nicht folgen wollt. Das ist völlig okay. Ich versuche wirklich den Großteil und die Fragen mit den meisten Daumen nach oben hier in YouTube dran zu kriegen. Wenn ihr verpasst habt, warum wir überhaupt ausgewandert sind, dann verlinke ich euch mal hier oben das Video, in dem ich euch alles erzählt habe. Außerdem habe ich eine Playlist zum Thema Auswandern. Da habe ich auch schon andere Q&As gemacht. Ich versuche jetzt die Fragen nicht zu wiederholen. Wem empfiehlst du das Auswandern? Ich empfehle Auswandern jedem, der in Deutschland so ein bisschen das Gefühl hat, dass die anderen Menschen so eine Art Kleinstadtdenken haben oder die das Gefühl haben, dass sie sich nicht voll entfalten können, zum Beispiel emotional sich nicht abgeholt fühlen oder einfach das Gefühl haben, dass sie nicht so richtig dahin gehören. Ich kann natürlich jetzt nur für Chile sprechen, aber ich habe hier Sachen gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie suche. Die Offenheit und Herzlichkeit der Menschen hier, die hat mich so überrascht. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, sich so willkommen zu fühlen. Das ist natürlich aber immer extrem davon abhängig, in welches Land man geht und aus welchem Land man kommt, leider auch. Was war das Schwerste am Auswandern? Also was ich definitiv unterschätzt habe, ist, wie anstrengend es am Anfang herauszufinden, wie die Sachen funktionieren. Wir konnten ja schon relativ gut Spanisch, ich würde sagen so A2-Niveau. Allerdings hatten wir den Unterricht bei einer kolumbianischen Lehrerin, das heißt, wir waren nicht so sehr mit dem chilenischen Akzent vertraut. Man unterschätzt wirklich, dass jede einzelne klitzekleine Kleinigkeit im Alltag das Potenzial hat, ganz anders zu funktionieren als in Deutschland. Das heißt, für all die Dinge, die eigentlich selbstverständlich scheinen, wie einkaufen, Wäsche waschen, mit dem Bus fahren, mit der U-Bahn fahren, sich eine SIM-Karte holen, zum Friseur gehen, whatever, all diese ganzen Sachen, die eigentlich im Autopilot brauchen, für die benötigt man auf einmal absolut volle Konzentration und alles ist beim ersten Mal eine Herausforderung, weil potenziell alles ganz anders funktionieren kann. Und es war extrem anstrengend. Also der ganz normale Alltag zu Hause und wirklich die normalen Sachen erledigt zu bekommen, den normalen Haushalt, das normale Einkaufen gehen, das normale Wäsche waschen, das war so anstrengend am Anfang. Und das habe ich echt nicht so richtig kommen sehen, weil man fokussiert sich immer so sehr auf die großen Sachen. So, wie wird der erste Tag im neuen Job? Werde ich Freunde finden? Werde ich meine Familie vermissen? Finde ich Essen, das mir schmeckt? Oder solche Sachen? Oder was bestelle ich im Restaurant? Das sind so diese offensichtlichen Sachen, aber diese ganzen Kleinigkeiten, die übersieht man oft. Es kommt natürlich aber auch darauf an, ob man jetzt zum Beispiel innerhalb von Europa auswandert oder eben wie wir in ein komplett anderes Land, weil je weiter weg, desto größer sind die Unterschiede natürlich. Was war bisher dein schönstes Erlebnis, seitdem du ausgewandert bist? Also da würde ich auf jeden Fall die letzten beiden unserer Geburtstagsfeiern aufzählen. Meine Geburtstagsfeier war im Oktober, die von meinem Mann war vorgestern. Und ich finde es einfach unglaublich, dass wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit schon so einen guten, engen Freundeskreis aufzubauen. Und die Abende bei uns auf der Terrasse, die Zeit zu verbringen mit diesen Leuten, die einen wirklich wertschätzen, als wäre man schon immer dabei gewesen. Also dieses wirklich sich willkommen und zu Hause fühlen, das war, glaube ich, bisher echt mein schönstes Erlebnis. An der Geburtstagsfeier von meinem Mann vorgestern, da bin ich, wenn ich mir zum Beispiel was zu trinken geholt habe, auch mal kurz irgendwie stehen geblieben an der Bar. Oder was heißt Bar? Wir haben so einen Vorsprung quasi, wo die ganzen Getränke aufgebahrt waren. Und dann habe ich mich umgedreht und geguckt, wie unsere ganzen Freunde sitzen, verteilt und sie unterhalten und Spaß haben. Und ich dachte mir in dem Moment schon so, wow, das ist ungefähr der schönste Abend ever. Und ich bin jetzt schon traurig, wann er vorbei ist. Also irgendwie diese Sentimentalität schon währenddessen. Und seit ich hier bin und seit wir einen Freundeskreis haben und in dieser Wohnung sind und die Wohnung fertig ist und wir Leute einladen können zu uns und auch eingeladen werden zu anderen, habe ich wirklich immer, oder ich denke mir wirklich die ganze Zeit so, wow, das sind irgendwie unsere goldenen Jahre gerade. Wobei wir jetzt erst ein Jahr hier sind, aber ich denke mir so, das ist der Sommer unseres Lebens irgendwie gefühlt gerade. Und ich bin einfach so glücklich die ganze Zeit. Was vermisst du besonders an Deutschland?
Die Autobahnen, das Autofahren, das Musik hören beim Autofahren, das eigene Auto. Strange irgendwie, oder? Aber ja, irgendwie, ich bin vorher ja immer zur Arbeit gependelt, immer eine halbe Stunde einfach. Und das war immer irgendwie schon ein wichtiger Teil meines Tages. Also für manche Leute ist ja Pendeln mit dem Auto auch irgendwie super nervig. Aber ich habe diese Zeit so sehr für mich genossen, weil erstens liebe ich Autofahren und dann habe ich entweder meine Lieblingsmusik gehört oder ein Hörbuch oder einen Podcast und das hat mir immer richtig gut gefallen. Das fehlt mir in meinem Alltag gerade so ein bisschen, weil es vorher schon eine Stunde jeden Tag Montag bis Freitag war und das ist jetzt einfach weg. Wie zufrieden bist du mit dem Gesundheitssystem? Ich bin super zufrieden, solange ich nicht schwer krank bin, sage ich jetzt mal. Das Problem hier ist, also wir sind in der privaten Krankenversicherung. Es ist hier zweigeteilt, privat und gesetzlich. Die gesetzliche ist nicht so dolle, die private ist, würde ich sagen, besser als in Deutschland. Kostet ungefähr die Hälfte. Das Problem hier ist grundsätzlich bei allen Krankenversicherungen, dass egal was, nicht 100% übernommen werden. Das ist was man als Deutscher oder als Deutsche nicht so richtig kennt. Also ich bin ja damit aufgewachsen, dass egal was du hast, ganz egal was, die Krankenkasse zahlt es eigentlich. Außer es sind halt Zähne und Brille und so. Aber wenn du jetzt irgendwie Krebs bekommst oder dir ein Bein brichst oder eine Operation brauchst, eine Blinddarm-OP zum Beispiel, wenn du eine Blinddarmentzündung hast oder wenn du eine Mandelstein-OP hast oder irgend solche Sachen, dann wird es einfach übernommen und fertig. Und hier ist es halt nicht so. Du hast hier immer eine eigene Beteiligung, eine prozentuale Beteiligung. Das heißt, wenn du zum Beispiel Krebs bekommst, dann hast du, je nachdem, was für einen Vertrag du abgeschlossen hast, vielleicht eine Selbstbeteiligung von 50%, vielleicht auch nur von 10%. Aber wenn man sich überlegt oder weiß, was eine Krebsbehandlung durchschnittlich kostet, dann wird einem klar, dass man das eigentlich nicht bezahlen kann normalerweise, außer man ist halt super reich. Dadurch weiß man natürlich gesundheitliche Sachen ganz anders zu schätzen und es gibt auch einen richtig krassen Mindset-Shift, halt nicht mehr in Anführungszeichen wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt zu gehen, weil du halt immer die 10% bezahlst und dann überlegst du dir halt, jetzt mit irgendeiner Nagelinfektion oder mit irgendwas, egal was, irgendwas, was quasi von alleine heilen könnte, aber du bist dir nicht sicher und so, dann geht man halt nicht zum Arzt, weil dann zahlt man halt die Arztkonsultation seinen Prozentsatz. Das heißt, du hast immer Kosten, wenn du zum Arzt gehst. Ich bin aber trotzdem super zufrieden, weil der Service extrem viel besser ist. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären, aber meine Erfahrung mit Ärzten war hier bisher 1000% positiv. Und wir waren schon ein paar Mal bei Ärzten. Würdest du wieder mit den gleichen, in Klammern wenigen Sachen auswandern? Also zur Info, wir hatten 2 Koffer pro Person. Und welche Sachen aus Deutschland hättest du gerne bei dir? Also ich hätte gern die Sachen bei mir, die bei meinen Schwiegereltern im Keller eingelagert sind. Das sind so ein paar Erinnerungsstücke eigentlich. Ein paar Sachen, die zu groß waren, sie mitzunehmen, wenn man nur auf 2 Koffer beschränkt ist. Ich habe mir ein paar Sachen mitbringen lassen von meinen Schwiegereltern, als sie hier waren. Aber so richtig ernsthaft vermissen tue ich nichts, weil es tut schon gut, sich wirklich mal aufs Geringste zu minimieren und mal zu lernen, was eigentlich die eigenen Bedürfnisse sind. Weil wir hatten ja vorher eine voll ausgestattete Wohnung, haben alles verkauft, jetzt haben wir wieder eine voll ausgestattete Wohnung. Aber wir haben uns halt jetzt beim zweiten Mal sozusagen für ganz andere Prioritäten entschieden. Unsere Aufstellung von Technik ist zum Beispiel eine ganz andere. Unsere Art von Schreibtisch ist eine ganz andere. Wie wir unser Büro eingerichtet haben, ist ganz anders. Was für ein Bett wir haben, ist jetzt anders. Und so hatten wir einfach die Chance, nochmal uns wirklich in uns reinzugehen und uns damit zu beschäftigen, was ist uns denn wichtig bei den Gegenständen, die wir haben. Trotzdem muss ich natürlich sagen, dass es echt auch eine harte Zeit war am Anfang. Habe ich auch kürzlich ein Video drüber gemacht, kann ich euch gerne mal verlinken. Wärst du auch alleine ausgewandert? Wäre ich alleine ausgewandert, obwohl ich mit meinem Mann zusammen wäre? Quasi hätte ich mich getrennt fürs Auswandern? Nein. Wenn ich meinen Mann nicht gehabt hätte, wenn ich Single gewesen wäre, wäre ich ausgewandert? Ja. Und ich glaube auch schon sehr viel früher. Nicht unbedingt nach Chile, weil ich hatte Chile nie auf dem Schirm. Das war für mich irgendwie immer, keine Ahnung. Südamerika war eh nicht so mein Ding. Ich bin ja eher eine introvertierte Person und ich dachte mir, oh Gott, die Südamerikaner mit ihren Feiern und Nachtleben und spätes Essen. Also ich hatte sehr diesen Lifestyle von Spanien dazu im Kopf. Der Eindruck hat sich natürlich jetzt völlig gewandelt. Also ich lieb's mega hier jetzt. Aber das habe ich früher natürlich nicht so gesehen. Ich wäre wahrscheinlich irgendwo anders hin. Wahrscheinlich wäre ich auch ohne festen Job gegangen. Also genauso wie jetzt. Ich hätte mir halt auch irgendwas aufgebaut, so wie jetzt mit YouTube, wo ich von überall arbeiten kann und dann wäre ich wahrscheinlich so gegangen.
Aber ich hätte wahrscheinlich ein nomadigeres Leben geführt, denke ich. Aber man kann es nie wissen. Dann wurde ich nach einem finanziellen Puffer gefragt und wie viel Geld man braucht zum Auswandern. Das kann ich natürlich nicht pauschal beantworten, weil jedes Land hat so ein unterschiedliches Kostenniveau. Also das kann ich jetzt unmöglich, da kann ich unmöglich eine generelle Empfehlung abgeben. Aber wir hätten von unseren Ersparnissen schon lange leben können. Oder können es immer noch, die sind ja nicht weg. Es kommt halt darauf an, was man will. Wir wussten halt, wir wollen eine feste Wohnung und wir wollen die Wohnung auch eingerichtet haben. Und wir wussten, dass wir jetzt keine kleine, möglichst billige Wohnung wollen, sondern wir hatten gewisse Ansprüche, die vielleicht dem einen oder anderen etwas sehr hoch vorkommen. Aber unser Gedanke dabei war halt, das ist jetzt so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Wir wissen nicht, wie lange wir in Chile bleiben. Wir wollen es auf jeden Fall ausnutzen, das gute Wetter hier und das Leben hier in vollen Zügen genießen. Deswegen haben wir uns für eine Wohnung mit einer Dachterrasse entschieden, in einem Gebäude, das einen Pool hat. Und das sind natürlich zwei Kriterien, die jetzt nicht so super selten sind. Also Pool gibt es ja in den meisten Gebäuden, aber Dachterrasse eben nicht, was den Preis der Miete natürlich ein bisschen nach oben getrieben hat. Was ich damit sagen will, wenn man vorhat, eine Wohnung zu mieten und die soll nicht klein sein oder man will da jetzt nicht aufs Geld schauen und man will dann auch Möbel dafür kaufen und nimmt die Möbel nicht mit, dann braucht man natürlich schon viel Geld, um jetzt die Möbel auch zu kaufen, um das einzurichten, wenn es das ist, was man will. Man kann natürlich auch mit viel weniger Geld auswandern, wenn man sich für Vanlife entscheidet oder wenn man sich für House-Sitting entscheidet. Oder wenn man sagt, okay, ich will einfach nur ein WG-Zimmer. Also ich habe auch hier eine Freundin, die wohnt in der WG, die zahlt nur einen Bruchteil natürlich monatlich von dem, was wir zahlen. Und davon hängt natürlich so ein bisschen das finanzielle Polster ab, was man braucht. Natürlich auch super wichtig, wie ist es mit dem Einkommen? Hat man schon einen Job hier? Weiß man, wie viel man verdient? Reicht das auch? Oder sucht man sich hier erst einen Job? Oder will man vielleicht auch einfach im Ausland wohnen und gucken, wie es läuft? Und dann erstmal ohne festen Plan sehen, wo es einen hin verschlägt. Aber man kann definitiv auch mit weniger es wagen. Die Frage ist halt immer, was hat man zu verlieren? Wenn man seine Sachen verkauft, hat man dafür mehr Geld im Konto. Dann wurde ich gefragt, denkst du noch auf Deutsch oder mittlerweile schon auf Spanisch? Redest du mit Max, wenn ihr alleine seid, Deutsch oder übt ihr unter euch weiter? Merkst du nach so intensiven Wochen wie während eurer Reise, dass es dir schwerer fällt, wieder auf Deutsch zu switchen, wenn du schnell etwas sagen oder schreiben musst? Also sind super interessante Fragen zu den Sprachen. Es ist ja tagesformabhängig. Deutsch fällt mir eigentlich immer leicht. Was super lustig ist ein extrem lustiges Phänomen, dass mein Englisch weiter hinten in meinem Gehirn ist. Also ich spreche auch fließend Englisch, aber immer wenn ich in der Situation bin, dass ich mit jemandem Englisch sprechen will, dann kommt aus meinem Mund Spanisch. Also ich habe irgendwie, ist es da und ich lese auch meine Bücher auf Englisch und ich konsumiere täglich Medien auf Englisch und ich schreibe auch mit meinem Mann in WhatsApp in Englisch, aber diese Connection zur Zunge, das ist irgendwie echt schwierig und da kommt dann immer, also ich muss dann immer ein paar Sekunden nachdenken, obwohl es eigentlich da ist, aber die Verbindung ist irgendwie ein bisschen überlagert. Aber zu switchen zwischen Deutsch und Spanisch ist eigentlich relativ einfach, weil wir das die ganze Zeit machen. Also wir beide reden untereinander eigentlich ausschließlich auf Deutsch. Wir schreiben auf Englisch, das machen wir schon seit wir uns kennengelernt haben, weil wir waren damals beide im Auslandssemester und hatten halt im WhatsApp damals auch mal viel Kontakt auf Englisch mit unserem ganzen anderen Bekanntenkreis und dann musste man immer die Sprache umstellen auf Deutsch, wenn wir miteinander geschrieben haben. Das war für uns beide lästig und dann haben wir irgendwann einfach angefangen auf Englisch zu schreiben in WhatsApp und das war 2014 und wir schreiben immer noch auf Englisch in WhatsApp. Mittlerweile schleichen sich auch einige spanische Wörter ein in WhatsApp. Wir haben jetzt oft, wir schreiben auf Englisch und dann sind einzelne spanische Wörter drin oder so. Oder wenn wir gerade in einer Situation sind, wo wir Spanisch sprechen, zum Beispiel wenn er gerade mit spanischen Kollegen irgendwo ist oder ich bin mit einer chilenischen Freundin hier unterwegs und rede eigentlich die ganze Zeit auf Spanisch und schreibe nur kurz was, dann schreibe ich auch manchmal auf Spanisch. Einfach weil dann ist es irgendwie so, wieder auf Englisch ist dann irgendwie boah. Aber ich denke auf jeden Fall noch eigentlich fast ausschließlich auf Deutsch. Ich wurde auch gefragt, ob ich schon auf Spanisch geträumt habe. Nee, also das ist bei mir alles immer noch auf Deutsch. Aber ich bemühe mich natürlich so viel wie möglich von meinem Alltag in Spanisch zu haben, einfach um natürlich meine Kenntnisse noch zu verbessern. Hattest du während der stressigen Phasen des Auswanderns auch Zusammenbrüche, Weinanfälle, das Gefühl der absoluten Überforderung? Ja, ziemlich exakt genau das hatte ich auch.
Nicht nur das, ich bin so haarscharf, glaube ich, am Burnout vorbeigeschraubt, weil ich mich selbst auch extrem unter Druck gesetzt habe mit meinem eigenen Business und natürlich ja, insgesamt ein neues Leben angefangen habe und es war alles extrem viel. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, das kann ich euch gerne hier oben verlinken. Kannst du mehr Geld sparen als in Deutschland oder sind dir Ausflüge und die Lebensqualität wichtiger geworden als ein Sparziel? Ja, also tatsächlich spare ich momentan weniger von meinem Einkommen als vorher. Weil natürlich jetzt auch so dieses krasse Sparziel des Auswanderns ist natürlich jetzt schon Realität. Das heißt, da gibt es jetzt nicht so ein Ziel. Ich bin gerade dabei, neue finanzielle Ziele zu zu planen. Die Sache ist die, ich habe es ja vorhin erwähnt, dass wir noch nicht wissen, wie lange wir in Chile sind und dass wir vor allen Dingen die ersten Monate sehr hohe Ausgaben hatten für die Wohnung, die Kaution, den Makler, alle Möbel in der Wohnung, alle Gegenstände, die wir hier in der Wohnung brauchen. Dann also ich persönlich habe dann auch wieder ein paar mehr Klamotten gebraucht, weil ich den Winter hier sehr unterschätzt habe. Ich habe sehr viel gefroren hier am Anfang. Und auch für den nächsten Winter werde ich mir noch mehr Wintersachen kaufen, weil das wirklich das absolute Minimum war, was ich jetzt zum Ende des letzten Winters hatte. Aber ich will auf jeden Fall noch Thermoleggings, Thermostrumpfhosen. Ich will auf jeden Fall noch einen dickeren Mantel. Also da fehlt ein bisschen was, aber ich habe jetzt zumindest schon mal Handschuhe, ich habe jetzt eine Mütze, das hatte ich vorher auch alles nicht und so. Ja, also was ich damit sagen will ist, wenn man auswandert mit dem Ziel, hier, also in dem neuen Land, länger zu bleiben und dort ein Leben zu führen mit dem gleichen Lebensstandard oder mit dem gleichen Zuhausegefühl, wie man es vorher hatte, dann ist es schon mit hohen Ausgaben verbunden und darunter leidet natürlich das Sparziel. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich schon immer das Ziel, mein Einkommen weiter zu steigern und gleichzeitig meine Ausgaben auf dem gleichen Level zu halten und dass ich keine Lifestyle-Inflation habe, was sich jetzt gerade schon extrem so anfühlt, weil einfach der Vibe hier komplett anders ist. Die große Wohnung, der Pool unten, die Terrasse und so, das fühlt sich jetzt gerade an wie das Leben einer Millionärin, auch wenn es nicht so viel mehr Ausgaben sind oder nicht mehr Ausgaben sind als in Deutschland. Einfach weil die Umstände halt hier anders ist, weil wir halt an einem anderen Fleck der Welt sind. Aber ich will jetzt nicht in Anführungszeichen noch weiter in die Lifestyle-Inflation reinkommen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gar kein Auto mehr. Wir hatten vorher in Deutschland 3 Autos, jetzt haben wir 0. Also es verschiebt sich einfach alles gerade so ein bisschen. Wir leben gerade ganz gut, also wir leben nicht über unseren Verhältnissen. Wir brauchen unser Erspartes gerade nicht auf. Aber dennoch haben wir natürlich das Ziel, dass unsere Ersparnisse auf Dauer immer mehr werden. Es wird zumindest bei mir persönlich gerade aber nicht in der gleichen Geschwindigkeit mehr, wie es in Deutschland war. Aber klar, ich habe ja auch weniger Jobs als in Deutschland. Auch eine sehr interessante Frage. Wie haben sich deine Freundschaften verändert aus Deutschland und Chile? Die deutschen Kontakte, FaceTime, wie häufig? Es ist ganz interessant. In Deutschland, man merkt, wenn man auswandert, welche Freunde wirklich Freunde sind, die sich von sich aus melden und welche Freundschaften dann auf einmal aufhören, weil dann von den anderen Personen nichts mehr kommt. Ich bin inzwischen einfach der Meinung, dass Freundschaften keine Einbahnstraße sind. Also wenn von Deutschland nicht auch was kommt, dann kommt von mir auch nichts mehr. Und teilweise sind es natürlich schon Freundschaften, die man seit dem Kindesalter hat oder seit der Schulzeit zumindest. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass es sehr viel Zeit kostet und sehr viel Energie kostet, alle diese Freundschaften aufrechtzuerhalten, die vorher in Deutschland irgendwie nebenbei liefen. Also zu meinen 2 besten Freundinnen habe ich auf jeden Fall noch sehr engen Kontakt. Wir telefonieren einmal im Monat, alle 2 Monate würde ich sagen, dafür meistens aber recht lange, dann so 2 Stunden oder so. Bei meinen Freundinnen passiert auch gerade echt ziemlich viel im Leben. Die eine hat jetzt ein Baby und wandert auch aus. Die andere hat jetzt einen Hund, der einfach schon erwachsen ist, den ich aber nicht mehr mitbekommen habe, weil sie den bekommen hat, kurz nachdem ich ausgewandert bin. Und das ist einfach, irgendwie sind viele Sachen passiert, das ist echt verrückt. Aber vieles von dem, mal kurz schreiben, sich mal kurz treffen, aber diese Low-Maintenance-Freundschaften, die sind eigentlich alle ziemlich im Sand verlaufen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht, wenn ich in Deutschland zu Besuch bin, die Leute wieder kontaktiere, um sie zu treffen. Weil manche Freundschaften brauchen auch keinen WhatsApp-Kontakt, sondern man sieht sich einmal im Jahr, alle 2 Jahre und das ist wie immer und das ist auch fein. Nur weil ich jetzt keinen aktiven Kontakt heute mit der Person habe, heißt es ja nicht, dass ich sie nicht mehr leiden kann. Dann das Ganze nochmal bezogen auf Chile. Wie gut sind deine neuen Freundschaften? Habt ihr nur gemeinsame Freundschaften hier oder auch Freunde, die ihr alleine trefft?
Also es ist so verrückt, ich habe das vorhin kurz angeschnitten beim Thema Geburtstagsfeier, aber ich habe hier Freunde oder wir haben hier Freunde, gefühlt, die sind genauso eng wie die wir in Deutschland seit unserer Schulzeit oder seit unserer Kindheit hatten. Also ich habe hier wirklich eine Gruppe an Menschen, denen ich echt mit meinem Leben vertraue. Und das ist so verrückt, mit welcher Herzlichkeit wir hier empfangen wurden. Und es ging auch so schnell irgendwie. Ja, durch Zufall auch am Anfang. Also und die Vermieter von unserem ersten Airbnb, sie ist meine beste Chile-Freundin sozusagen. Meine beste chilenische Freundin. Und wir vertrauen uns wirklich mit allem. Und irgendwie ist in dem Jahr auch schon echt viel passiert. Und wir waren da auch schon echt viel füreinander da. Und wir haben auch echt so krass gebondet. Wir waren zusammen im Urlaub zweimal. Wir haben Unternehmungen unternommen. Dann andere Freunde, mit denen wir regelmäßig wandern gehen, zusammen grillen. Und dann habe ich eine Deutsche kennengelernt. Ich habe mich ja sehr, sehr lange davor verschlossen, mich hier mit Deutschen anzufreunden, weil ich auf Teufel komm raus mich hier integrieren wollte und Kontakt zu Chilenen wollte und nicht wollte, dass ich am Ende in so einer deutschen Blase gefangen bin. Und am Ende habe ich jetzt eine deutsche Freundin gefunden. Sie hat mich in Instagram angeschrieben und ja, mich gefragt, ob wir uns treffen wollen. Irgendwie habe ich dann ja gesagt und wir haben uns getroffen und wir haben so einen Vibe, so eine Connection. Und mit ihr ist es auch echt so, als würde ich sie mein ganzes Leben lang kennen. Obwohl wir uns irgendwie wahrscheinlich noch nicht mal ein halbes Jahr kennen. Aber manchmal trifft man einfach so Leute und, und es passt einfach. Und ob wir nur gemeinsame Freunde oder auch getrennte haben, also wir haben auch getrennte Freunde. Mein Mann hat eine Gruppe Jungs oder Männer, sind wir jetzt schon erwachsen, eine Gruppe Männer, mit denen er auch was macht. Und zwei eigentlich sogar. Und ich habe auch Freundinnen, also ich habe keine richtige Mädelsgruppe, ich habe verschiedene Freundinnen, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Die kennen sich jetzt auch eigentlich alle. Und so eine geschlossene Gruppe zu bilden, wäre eigentlich eine meiner Wünsche für die Zukunft. Aber das muss ich natürlich entwickeln, weil ich natürlich keinen Einfluss darauf nehmen kann, wie zwei andere funken. Versteht ihr, wie ich meine? Das muss ja natürlich organisch wachsen. Wie hat das Auswandern eure Beziehungen beeinflusst? Eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Also natürlich sind wir da irgendwie gemeinsam durchgegangen und kennen uns jetzt nochmal viel besser. Wir wissen viel mehr über den anderen, wie er reagiert in Stresssituationen und wir haben gelernt, uns nochmal mehr aufeinander zu verlassen. Wir sind nochmal viel, viel besser im Teamwork geworden, obwohl wir eh schon immer voll das krasse Team waren. Also ich kann nur für mich sprechen, aber mein Respekt für meinen Mann ist einfach ins Unermessliche auch gewachsen. Den Respekt, den ich davor habe, was er hier auch beruflich sich aufgebaut hat, schon in einem Jahr. Die klassische Frage, die wird in jedem zukünftigen Q&A-Video wahrscheinlich kommen. Habt ihr schon Pläne, wie lange und ob ihr dauerhaft in Chile bleibt? Nein, haben wir nicht. Wir lassen es auf uns zukommen. Wir lieben es gerade sehr und alles andere schauen wir mal. Dann habe ich, glaube ich, auch zweimal die Frage bekommen, ob wir innerhalb von Chile irgendwann umziehen wollen und in eine ruhigere Gegend ziehen wollen oder ob wir jetzt so Stadtmenschen sind, die das voll lieben. Also in Chile ist es ein bisschen schwierig und ich glaube auch ein bisschen anders als in anderen Ländern, weil hier in Chile ist es halt so, du bist in Santiago oder du bist in der Pampa. Es gibt nicht so richtig was dazwischen. Also es gibt noch andere größere Städte, aber das Gefälle ist halt richtig krass, weil Chile hat ja nicht so viele Einwohner, aber ich glaube, Moment, wie viele Einwohner hat Chile? Chile hat 20 Millionen Einwohner insgesamt. Und 6 Millionen von diesen 20, also mehr als ein Viertel, wohnen in Santiago. Hier sind fast alle Firmen, hier sind fast alle Headquarter, hier ist der Regierungssitz. Alle möglichen Events und Konzerte von größeren Künstlern sind hier. Und dann haben wir mal, sagen wir mal, die Región Metropolitana, was jetzt so ein bisschen ja, auch so ein Stück der Küste mit umfasst, was so ein 1-2 Stunden Fahrentfernung ist. Aber diese Bubble, weil Chile ist ja super lang, aber diese Bubble um Santiago rum, also eigentlich alles Wichtige, was in Chile passiert, passiert in Santiago. Das hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Wenn du in Santiago bist, dann ist es top. Wenn nicht, dann musst du mal gucken. Das Lohnniveau ist auch in Santiago deutlich höher als in anderen Städten. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Der Nachteil ist halt, das würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen, das alles zu erklären, dass natürlich die anderen Einwohner aus anderen Städten, mehr im Süden oder im Norden, sich so ein bisschen benachteiligt fühlen und sich nicht gesehen fühlen und solche Sachen.
Ja, aber was das jetzt für einen Einfluss auf uns hat, ist, ich als YouTuber, als Influencer von Beruf, möchte auf jeden Fall in Santiago bleiben. Und für meinen Mann ist es so, dass er beruflich, weil sein Job ist so spezifisch, er ist so ein Experte in einem seltenen Feld, dass er eigentlich auch nur in Santiago arbeiten kann. Das heißt, ein richtiger, vollwertiger Umzug in einen anderen Teil von Chile kommt für uns nicht in Frage, wenn dann so eine Art Cabana, Ferienwohnung oder sowas. Aber das wäre super weit in die Zukunft. Habt ihr euch schon einmal gedacht, dass ihr lieber ein anderes Land gewählt hättet? Eigentlich nicht wirklich, außer vielleicht in einer Situation, als mein Mann ausgeraubt wurde. Das war im Dezember, das war nicht so toll. Ich glaube, da hat er sich gedacht, fuck. Aber abgesehen davon haben wir es bisher nicht bereut. Und ich bin auch so happy hier, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, dass es woanders besser gewesen wäre. Hast du ein schlechtes Gewissen deinen Eltern oder Familie gegenüber? Ja, auf jeden Fall. Also das ist der schlimmste Part für mich am Auswandern, das schlechte Gewissen den Eltern gegenüber und Schwiegereltern. Also das ist wirklich der allergrößte Nachteil für mich am Auswandern. Was soll ich dazu sagen? Ist halt so, muss man halt damit leben. Würdest du nochmal auswandern, nachdem du es ja jetzt schon einmal gemacht hast? Auf jeden Fall. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann in ein anderes Land ziehen, was nicht Deutschland ist. Ich finde, das war die beste Entscheidung ever. Ich habe den Prozess geliebt, auch wenn er hart war. Ich liebe es, andere Sprachen zu lernen, in andere Kulturen einzutauchen. Also, wenn sich die Chance ergibt, würden wir es auf jeden Fall machen, denke ich. Also ich zumindest. So, ihr Lieben, ich denke, das Video ist jetzt lang genug. Alle Fragen, die ich nicht dran bekommen habe, die werde ich in Instagram in den nächsten Tagen beantworten. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem neuen Video von mir. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und all die erwähnten Videos findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt, falls ihr da vorbeischauen möchtet. Adios!